Nach nun fast 8 Jahren nach der Gründung meines Kanals ist es nun soweit. Ein weiterer Meilenstein wurde erreicht. Die 4000 Abonnenten. Daher gibt es jetzt auch einen Mock-Contest, welchen sich viele von euch bereits seit langem gewünscht haben. Kommen wir also nun zu den Bedingungen fürs Mitmachen. Man muss entweder ein Abonnent auf YouTube oder auf Instagram sein. Selbstverständlich handelt es sich ja hierbei um einen Mock-Contest für meine 4000 Abonnenten, welche ich auf YouTube erreicht habe. Aber da sich die Plattformen über die Zeit so sehr verändert haben, muss man nicht zwangsläufig ein YouTube-Video machen, sondern die Einreichung ist auch über Instagram möglich, weil ja viele heutzutage keinen YouTube-Kanal mehr haben. Dazu muss man noch entweder einen Kommentar unter diesem Video hinterlassen, dass man mitmacht, oder mich eben auf Instagram anschreiben. Ebenso muss man dieses Video liken oder eben über Instagram das dortige 4000 Abonnenten Special Bild. Nachdem ihr euer Mock dann fertig gebaut habt, müsst ihr mich in der Videobeschreibung des Videos verlinken oder eben auf Instagram im Bild taggen, also markieren, sodass man eben leicht erkennt, dass euer Mock an meinem Mock-Contest mitmacht. Ebenso ist es auf YouTube erforderlich, es deutlich ersichtlich zu machen, dass das Video ein Contest Entry ist. Somit muss in dem Videotitel Folgendes zu finden sein: Dave Hill Bricks Contest Entry. Logischerweise dürfen auch nur neue Mocks, also welche ab dem 1. März 2021 veröffentlicht wurden, eingereicht werden. Aber das müsste ja allgemein bekannt sein. Die Kommunikation zwischen euch und mir sollte bevorzugt über Instagram stattfinden, aber auch für diejenigen, welche kein Instagram haben, werden wir sicherlich einen Weg finden. Die Vorteile von Instagram sind doch durchaus enorm und daher würde ich es jedem, der noch kein Instagram hat, es dringend empfehlen, es sich zu holen. Nachdem diese Anforderungen nun geklärt sind, können wir über das Mock selbst sprechen. Welchen Rahmenbedingungen unterliegt es denn? Das Setting ist mal wieder typisch der Zweite Weltkrieg. Und um die Vergleichbarkeit etwas zu steigern, ist es diesmal nur auf den Early War beschränkt. Also die Blitzkriege von 1939 bis Ende 1941. Also von Polenfeldzug bis Barbarossa ist alles drin. Somit sind fast alle Schauplätze möglich. Also bitte kein Kursk 43 oder so. Ebenso darf das Mock nur eine maximale Größe von 48 x 48 Noppen haben, da es sonst auch nicht mehr richtig vergleichbar ist. Meine ganz persönliche Empfehlung ist aber, entweder in einer Freiform oder in einem schwarzen Rahmen zu bauen, da dies visuell am ansprechendsten ist. Also falls möglich, dann versucht nicht auf eine 48er Baseplate zu bauen. Oder kaschiert sie so, dass sie nicht mehr ersichtlich ist. Mindestens ein Fahrzeug oder Geschütz müssen ebenso vorhanden sein. Aber das Mock muss keinerlei Kampfhandlungen beinhalten oder darstellen. Kommen wir nun zu den Bewertungskriterien. Natürlich als erstes die Detailvielfalt, also wie viel Wert wurde auf die Feinheiten gelegt. Dann natürlich aber auch die Bautechniken. Wie gut wurden diese Bautechniken umgesetzt, um Dinge zu realisieren? Bitte keine zu bunte Bauweise, also keine bunte Pest mit pinken Steinen dort, wo sie nicht hingehören. Die historische Genauigkeit wäre ebenso ein wichtiges Kriterium. Also wenn jemand eine Pak 40 in den Polenfeldzug stellt, dann wäre das so ein Negativbeispiel. Aber logischerweise kennt ihr euch ja mit den Modellen aus und zur Not liest man einfach die gebrauchten Informationen nach. Bitte macht scharfe Bilder. Wenn jemand auf die Idee kommt, mit seinem Toaster die Aufnahmen zu machen, da hat derjenige wahrhaftig schlechte Karten. Und nun der Maßstab. Dieser ist ebenso wichtig. Logischerweise gebe ich jetzt hier keine feste Vorgabe, aber ein SD Kfz 251er sollte jetzt nicht größer sein als ein KW-Panzer. Aber das ist ja wohl auch äußerst selbsterklärend. Und für diejenigen, die sich einen Pluspunkt holen wollen, wäre der Maßstab 1:45 zu empfehlen. Aber auch wenn man diesen nicht verwendet und das Mock mich aber im Allgemeinen überzeugen kann, ist es definitiv möglich, den ersten Platz zu erreichen. Na dann komme ich doch mal zu den Preisen. Auf die habt ihr doch sicher die ganze Zeit gewartet. Es wird diesmal nämlich wirklich äußerst lohnenswert, auf den ersten 5 Plätzen zu landen. Ja, ihr habt richtig gehört, die ersten 5, denn diese erhalten jeweils eine Minifigur von United Bricks, welche mir glücklicherweise kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. Und noch viele andere schmackhafte Dinge. Als erstes haben wir hier einen britischen Expeditionssoldaten des BEF, welcher die Franzosen auf dem Kontinent gegen die Deutschen unterstützen sollte. Wie das geklappt hat, wissen wir ja. Aber davon unabhängig haben wir hier eine äußerst schöne Figur von United Bricks. Als zweites haben wir hier einen Soldaten der niederländischen Ostindien-Truppe. Sie sind wahrscheinlich im Allgemeinen nicht ganz so prominent, doch dennoch finde ich die Figur sehr schön und vielleicht wäre das ja der Anfang für eine Armee, welche man für den Pazifikkrieg aufstellt. Kommen wir nun zu den Soldaten der Achsenmächte. Hier haben wir nämlich einen ungarischen Soldaten, welchen man beim Weekendblitz des vergangenen Jahres erwerben konnte. Somit ist es eine äußerst exklusive Minifigur, wahrscheinlich sogar mit Sammlerwert.
Dann haben wir hier noch 2 deutsche Soldaten. Einer von ihnen trägt eine Leibermusteruniform und der andere ein Erbsentarnmuster. Also ich persönlich finde die Figuren mal wieder sehr gelungen. Ebenso erhält der 1. bis 3. Platz diese 3 Propagandaplakate, auch von United Bricks. Aber jetzt kommt wohl der wahrhaftig große Knall. Die ersten 3 Plätze erhalten darüber hinaus jeweils ein Modell von mir. Es stehen eine Pak 36, eine Pak 40 und eine Flak 36 zur Verfügung. Und wie wählt man aus, wer was erhält? Nun, am Anfang stehen ja bekanntermaßen 3 Modelle, 3 Plakate und 5 Figuren zur Verfügung. Der erste Platz sucht sich jeweils eines von den 3 Kategorien aus. Dann bleiben nur noch 2 Modelle, 2 Plakate und 4 Figuren. Jetzt ist der 2. Platz an der Reihe und wählt sich ebenso jeweils eins aus. Dementsprechend sind nur noch ein Modell, ein Plakat und 3 Figuren übrig. Der 3. Platz verfährt im gleichen Verfahren und dem 4. und 5. Platz würden somit nur noch eine Figur übrig bleiben und der gesamte Rest würde bedauerlicherweise komplett leer ausgehen. Aber das war nicht mein Ziel, denn jeder soll ja die Möglichkeit erhalten, etwas von mir kriegen zu dürfen. So kommt es recht gelegen, dass mein Online-Shop, in welchem auch die eben genannten Modelle erhältlich sein werden, demnächst eröffnet wird. Daher habe ich mich auch dazu entschieden, dass alle, die mitmachen, also jeder Einzelne, einen 15% Gutscheincode für meinen Shop erhält und sich dort dann auch die genannten Modelle holen kann. Vor allem für noch kleine YouTuber oder Leute, die gerade im Inbegriff sind, ihre Armee aufzubauen, bietet sich dies enorm an. Der 4. und 5. Platz erhalten sogar einen 20% Gutschein, da sie nur knapp nach dem 3. Platz gelandet sind. Aber auch die ersten 3 Plätze erhalten je einen 10% Gutschein, da es ja sein könnte, dass sie ja eigentlich unbedingt eines der anderen Modelle erhalten wollten. Um dies zu erleichtern, gibt es also auch diese Option. Vielleicht wäre es dazu auch hilfreich zu wissen, wie viel dann jeweils ein Modell im Shop kosten wird und was alles im Preis beinhaltet ist. Als erstes die Pak 36, wie hier zu sehen, für 17,99 €. Dazu erhält man eine kleine 20 mm Brickarms Munition. Die Pak 40 wäre mit 32,99 € dabei. Bei diesem Geschütz erhaltet ihr noch eine speziell von mir lackierte Brickarms Munition dazu. Und das Schlusslicht bildet die Flak 36 mit einer ebenso speziell von mir lackierten Brickarms Munition. Insgesamt haben sie einen Wert von 44,99 €. Die Mocks der 5 Hauptgewinner werde ich auch direkt in dem Video zeigen und vorstellen, mit Begründung, weshalb sie diese Plätze belegt haben. Der Einsendeschluss ist der letzte Apriltag, also der 30.04.2021 bis 23:59 und 59 Sekunden. Also alles, was am 1. Mai 2021 oder später eingereicht wird, gilt nicht mehr und wird auch nicht mehr bewertet. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt circa eine Woche später. Ebenso werde ich auch ungefähr zu diesem Zeitpunkt ein eigenes Mock, welches den Kriterien des Contests entspricht, hochladen, um zu zeigen, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe und nicht nur irgendwas fordere, ohne selber etwas abliefern zu können. Also, dann wisst ihr jetzt ja die Preise und um was es geht. Strengt euch an, haltet euch an die Regeln und habt Spaß beim Bauen. Mögen die Spiele beginnen und die besten Mocks gewinnen. Hui, der war cringe. Wie auch immer. Los geht's, baut was Schönes.